Hey, hey, Wildermyth, Monarchs under the Mountain, Kapitel 2. In Kapitel 1 ist nicht viel passiert. Mel und Trundle, unsere beiden Legacy-Charaktere, haben Malea vor den Deepists gerettet. Wir haben zwischendrin Redbass rekrutiert, fertiger Level 5, wie heißt Smithwalker, Legacy-Held. Die zieht uns hier ein bisschen durch die Kampagne, hoffe ich. Am Ende von Kapitel 1 haben wir gesagt bekommen, dass es noch mehr solche Deepistkults gibt, die auch Leute entführen, da wir Malea gerettet haben und den Shadowhunter getötet haben, der anscheinend Aussteiger bedroht. Kümmern wir uns jetzt auch um das nächste Problem. Unser Plan ist es, nach Aretteland zu gehen und herauszufinden, was da los ist. Dazu gehen wir hier unten rum, nehmen die Quest hier mit. Moment, ich sehe gerade, könnte knifflig werden. Wir gehen trotzdem hier unten rum, nehmen die Quest mit. Und ein bisschen weniger LP am Laufen. Was haben wir denn hier? Naja, muss ja. Muss ja. So, und Redbath geht schon mal los. Die kann hier tatsächlich scouten, solange da keine Infestation ist. Mending Path. Ach richtig, die war ja krank oder irgendwie sowas. Das war ihre Story-Quest. I've never met a holy pilgrim. Over the course of the journey, the disease hasn't left Malea's body, but her health has returned, little by little, with the elixir Ameria's brewed. You're a pilgrim of the Wandering Church, aren't you? Probably have obligations, right? Big gatherings? Your cheeks look less sunken, glad to see you eating more. They are nearing their destination, an ancient shrine to the sea, where the fabled restorative is said to be housed. I remember this forest, it's been all my life and I haven't returned. So it's almost like he's alive again, my brother. Night knocks them off their knees. A short, salty dinner, a stiff drink and a draught of medicine. Sleep. Awake to mill in the cold dawn, achy and oddly anxious. You asked me yesterday, Malea, about being a pilgrim. Yeah, but if you... My brother and I told you we went after the cure together. Well, the man we were set on retrieving it for, he was our father. In failing, I lost them both. I was overcome with, you know, so many feelings, guilt mostly, that I'd let my brother, Darvish, I led Darvish to his death, and for nothing. In the end, it was for nothing, a great cosmic joke. They pack up their camp in quiet and set out again. My brother tended to fear the forest. Come along despite that anyway. Anyway, I dropped my heart in a well of hatred. I'll spare you those evil blank stories. But I met my pilgrim one day. Renz, he was called, one of Dale's wanderers. Dale, our god, our goddess, Dale. Come, walk with me. That's all he said. That's all anyone needed to say. I was young still. I'd been torturing myself and the world. The unusually sinuous track that winds between the trees leads beneath a rocky overhang into the belly of a cliffside and down. Old Renz taught me about Dale, his god. Not to force me to change, but to affix before me a kind of star. Dale is woman and man, thing and idea. All is in Dale and Dale is in all. Thus, wandering amongst all is joy. Keeping a journal of your journeys is worship. All paths lead us where we must be. The whim and the will are no different. All I do is laugh. Laugh when my feet carry me. I didn't believe it quickly, but gradually, the steps we took, seasons, then years. By the time we came back to my hometown, I wasn't angry anymore, even at myself, sorrowful, bitter in moments, but aware as I'd never been, of all the love I'd been given, all the love I still had a chance to give back. And I... Stay back, Ameria! Oh, but that's Darvish, my brother, standing exactly as he stood when it struck him. Why, I mean, what's... Come take a look at this. Ding! Be strong right now, stay by us. This may be our wanted guardian.
What's left of it anyway. I remember the thing snaking, moving, alive. The terror of its forged fire eyes. Not moving now, we are lucky. Who killed it? This altar looks pristine. So that's the cure, Maria? What you call this sickness I've contracted? It's called Igohora. The word is Tnarik. And this remedy? I don't know, the story is old, a restorative of some kind that could be used to heal any malady. It's hard to compare legend to a hunk of glowing salt. Book I read described it as a gift from the sea, answered with treachery, a single crystallized miracle. Close to the crystal, unless they are imagining it, they hear the noise of playful waves and ribboning wind. So, wir können entweder unser Fräulein heilen oder Amerias Bruder heilen. Puh, schwierige Frage. Ich weiß, was passiert, wenn man das hier drückt, also drücke ich diesmal das hier. Sind wir mal freundlich. Heal any malady? Really? Used to try and restore Ameria's brother. Alea lifts the crystal off its altar. It threads the knuckles with spirals of light. It definitely looks how a miracle should. The light feels damp. But someone else has first claim. Malea? Where's she? Where? The world needs people like you, more than it needs, well... Anyway, I guess maybe it won't even do anything. Oh no, Malea, it won't... Well, or I don't think it. We'll see. Malea holds the crystal close to the stone man. She forms and forces all the weight of her will into a single idea. A miracle. Reversing whatever change wrought cold rock from once warm skin and muscle. Icy, radiant slivers drip from the crystal's core. Sound, to all of them, becomes warped and blue. Glomps and layers of light find invisible cracks and filter beneath the man's stone flesh. The crystal in Malea's hand shrinks to nearly nothing. Another glance finds it entirely dissolved. One last wave of crashing brilliance submerges them and drains away. A briny smelling mist clings to the air. Davish, are you... Ameria, you are... No, you're too old. I'm much too old, but it's me. Just then, a hungry growl emerges from the shadows beyond the Gorgon remains. It's echoed by another unseen mouth. Something has woken up. You meet you at the mouth of the gully, go on. But I can. Come on, Davish. Not this time. It was pretty brave, Malea. I have so many questions for the boy, honestly. Oh, vielleicht kommt er mit uns mit. Wir bräuchten noch jemanden. 2 Gobbler, natürlich. So, ich habe es eben nicht gesagt. Wir spielen auf höchster Schwierigkeit, auf Walking Lunch, glaube ich. Was gab es hier neu zwischen den Kapiteln? Wir haben Trundles Verzauberung weiterentwickelt. Der hat jetzt einen kräftigen Steinarm, kriegt hoffentlich noch einen mit dazu. Malea hat soweit nichts, was sich geändert hat. Was hat die überhaupt? Achso, nix. Rogue und Heroism. Okay, die ist sehr basic immer noch. Mel ist einfach ein unsterbliches Skelett. Da kann man nichts dran ändern. Schauen wir mal, was hier so geht. Wir haben einen Diskus. Den Mel erstmal hier runter, damit er im Zweifelsfall den da unten diskussen kann. Können wir uns erstmal um den hier oben. So, bewegen. Jump, jump, jump. Was macht denn so ein Steinschlag? 4 bis 6 Steinschaden. Okay, mit Rückstoß. Hauen wir trotzdem was mit der Axt drauf. Wir kriegen von hier aus einen Crit. Das wären 4 Damage. Stunt müsste 2 sein. Das sollte also im Zweifelsfall reichen, damit die unsichtbar werden kann. 60% Chance nur. Machen wir Heroism an. Der Kampf ist ja recht kurz. Dann kann die zweimal schießen. Ich jetzt gern zuerst mit Mel den Diskus abfeuern. Fuck, das war gar kein Diskus. Shackle ist auch okay. Hit für 2 Runden. Der kann ranziehen, das lassen wir lieber.
So, jetzt hauen wir mal einen mit der Steinfaust runter. Haben hier sonst gerade nichts Vernünftiges zum Interfusen. Warte, von hier aus müsste ich da rankommen. Schicke Bonelands, runter damit. Blossom Tier 2 Dagger. Die hat einen Tier 1 Dagger, also nimmt die den mit. Geschenkt ist geschenkt. You look like you've fallen in love. Oh no, sorry, I've just never seen anything quite. I know, but they sure do stink. Was verpasst? Nein. See, here they come. Nothing to worry about. You both alright? Your name is Malea, you healed me? Anybody would have. Don't overglow. Let's go before a third sticky monster drops on our heads. Yeah, sorry. They follow their own path out. Afternoon flares and begins to fail. Furs and wild herbs send the track. All I mean is, I felt forced to act. There was no real way to do anything different. No, thank you. Truly, again and 100 times and forever, and I'm sorry for what it cost you. The return is faster and more eager. Malea and the boy, Davish, carry on a conversation, awkward but important to them both. This feels like as far as we'll go tonight. Your friend is a very good woman. Oh yeah? Remember to be proud of her even while you are sad. The Igokora, the sickness, will take her in time. But the life she's brought back, that matters to her. Be kind about it. Be kind to them both. I must humbly ask you. Neither deserve their fates, but their paths crossed. By the time the stars appear, Trundle and Ameria have a fire blazing, a stew of wild onions and mushrooms to fill them all. I've thought about this. Malea, Trundle, I want to join your band. You mean the Brethren of the Crow? That's right. Er hat den Namen gesagt, all credits. The sky deepens, a moonless sea of stars crossed by fast clouds. I'll say right now I'm pretty shaken, like I don't know how I'll ever close my eyes again. Maybe that's why I want to be like you, stronger. Please, if you'll have me. That would be proud, Davish, and I'll always be, whatever path you take. They are not simple, the tasks we assign ourselves. We study, we learn, we strive to be equal to them. Be prepared to seek answers most would rather not know. Further talk decides it. Young Davish going to be a hero, in the spirit of the woman who rescued him, risking all. Ameria, the pilgrim, will set aside her wandering to live close to her brother, for whatever time she has left. Dinner's long gone by the time the siblings go to talk in the tent. Malea and Trundle remain out, listening to crickets and wind. How's your breathing gets weird, things feel kind of frail, maybe just worn out. A single owl muses out loud, then falls silent. Tired old voice left alone in the night, embers red into black. It's not fair, Malea, out of nowhere. Glad I found this side of myself, that's what I'm feeling more than being sad. We'll keep looking for a cure, we might find it. Every night from then on, Malea would drink an elixir to ease the pain and slow the illness. She'd brew it more and more potent, even as it became less and less effective. Still, she'd never regret her choice. Inside the tent. I really just can't believe I'm talking to you right now. Worry if I close my eyes I'll wake up and bet you sleep before me. Your voice, how I get so old. No please, I'm sorry, Davish. Want to ask you now. Following a path beside Malea, when you were a kid, it was always stick swords and dragon battles, but as Dad said, we inherited our mom's eyes and his deft hands. Always felt you could be anything. You know what I'm hoping? Just that next time I have to fight, I'll win. To be a hunter like the woman who saved me. I'll take the mastery over the melodies and monsters. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Mage, der für immer ist. Wir haben 2 Krieger, wir haben eine Bogenschützin, also Nummer 2, to be a hunter like the woman who saved me. You always were natural with that bow. Ja, aber er mag keine Wälder. Leaden is now a Bluehorn Hunter. So, das ist natürlich cool.
Das ist cool. Das ist lustig für einen Bogenschützen. Frage, gute Frage. Im Moment macht die nächste außer zu schießen, dann lassen wir das erstmal so. So, was haben wir denn hier? Hast du dein Gear behalten? Ja, da hat es einen Level 2 Bogen. Kein Level Up, gar nichts. Gut, wir wollten hier runter. Wir gucken mal, ob wir Redbath nicht noch einholen können. Da lassen wir erstmal, wie es ist. Wir brauchen unsere Punkte. Stopp, stopp, du sollst auch hier bleiben. Und einmal hier unten rum, nach Möglichkeit. Hoffen, dass hier eine Brücke ist. So, wen haben wir hier? Deepists, okay. Feuer frei. Springtide. Spring colors the moth rose and I'm heading down a mountain. You stay if you want. Gorgoron Falar. Something like a fire in your voice. Everything okay? Hey, that friendly face has changed. But isn't it Redbath? Hauling my gear up these switchbacks like an ox. Look at you. Big hairy beast woman these days, huh? Oh god. You meet a lot of things in the wild. Hey, we're here for the ugly work. The cultists. Heard they were under Domehook Blind in the valley. We've heard the same things. People in the lowlands are getting driven out. Yeah, well, Redbath, you remember my wife? Wife now, is it? The home smells like 6 kinds of sage. Gorgon asked for my hand, if you'd believe that. Why wouldn't she believe it? Well, spruce the place up a bit since you were last this way. Malvin's good at the digging and sawing and building and all. You are the apothecary Redbath talks about? It runs in my family, you could say. Medicines for illness, treatments for pain, shrinking unctions and oils for the other needs and uses. Plus, you know, general stuff, herbs and herbal things. He has healing skill, not just mixtures. We'll boast about it, see? And all I'm saying is, it's worse than landslides nowadays. Sorry if we are intruding, can give you space if you need it. No, we lost her brother to a landslide this time last year. Was just foraging down the hill and the wind was high, rainy winter, you know. Well, our weather's been different this year so far. It's not about my brother. The low villages need healing hands, supplies, but cultists control the slopes now. It's just getting worse and we are not capable of fighting them off, so I'm saying, if they can, folks climb up to see us. We need to be stocked and ready. Can't fault you for good sense, but Gorgoron disagrees, I'm guessing? Stop trying to be impartial. What good healer asks the wounded to drag their gnawed-on bodies to the door? I've got to go down there and help them. Redbath, I'm seeing a couple ways we could go. I'm going to do a little extra recon, I guess. Malea, you know these people too? I'll just be a little bit. I'm just not sure what magical power you think you wield that'll keep you safe. You're softer than me, dear, and I wouldn't like my chances. I need you too. How long will we listen to this? It's been a strain on both of you, I can see, and I'm sorry it's got you fighting. Well, it's not really your business either way. It's just we've come to root out those mug lovers, and we will. We'll make the lowlands safe. She's serious? Redbath is a warrior. I mean, we'll support you, but we are not even militia trained. Aside from water and bandaging, Malvin, stop. They are willing to do what's needed, no matter what it might cost them. We should follow their example. So, was haben wir hier? Hold on, your wife's right. We are fighters, not we are... Okay. Risk worthwhile indeed strength. Ne, wir nehmen die beiden nicht. Ich meine, das ist alles in Ordnung. Wir haben doch genug Leute hier. Die sollen hier oben bleiben. You think I'm a reckless fool then? Hey, but we did come to you for a reason. We've got a little shopping list, so not to be insensitive, I mean, but... Gorgoron, you are brave and so brilliant, and look, if I didn't love you so much, I wouldn't be so set on holding you out of this. It's fine, dear, I just hope... Well, the thing now is to give you all the aid we can, right? Redbath, Malea, let's figure out what you need. Malea braucht irgendwas gegen ihre Krätze.
The Apothecary and his wife provide Redbath and Malaya with tonics and the recipes to repeat them, along with some other spare supplies. For Redbath in particular, the medicines she learns of that day will have lasting effects, helping to keep her body fit, her mind sound. After the coming battle, Gorgaron and Malvenfalla will bring relief to the valley people. What if I didn't do this? I mean, where would I be? Would I be some kind of laborer, farmer, whatever? Nicht mit den Armen. If you want to stop, then you should stop. No, I don't know. It's just weird that this has become what I'm best at. Plus 16 Tenacity, okay. Loot. Loot. Jetzt doch ein Level Up, ja? So, du hast einen Level 2er Bogen. Ich würde sagen, dann bist du unser zweiter Bogenschütze, so ein ganz richtiger, echter. Keine Melee-Schurken diesmal, bis jemand in Rente geht. Wobei die hier immer noch ein Melee-Schurke werden könnte. Die hat noch nichts, was sie irgendwie auf ihren Bogen festlegt. Gut, Scouts nach vorne bitte. Ich habe nicht wirklich geguckt, gegen was wir kämpfen. Mushrocks, 2 Woken, Hornchild. Bis jetzt noch nichts Wildes dabei. 3 Mushrocks. Auch nicht weiter schlimm. So, den nehmen wir da schon mal ins Visier. Was können wir hier tun? Sind C, die Jungs hier auf höchster Schwierigkeit. Den stellen wir nach hier, damit der Bogenschütze in Sicherheit ist. Und dann gucken wir, was hier so passiert. Bäh. So viel zum extra Damage, ja? Na dann hauen wir wohl mal drauf. Genug Hero sind für alle. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. So, mein Freund Bogenschütze, einmal nach unten. Den Mushrocks erschießen nach Möglichkeit. Dann müssen wir Malaya da rausholen und uns auf die Ankunft neuer Freunde vorbereiten. So, ist ja wohl ein einzelnes Hornchild erschießen können. Sichtbar. Hier in der Gegend zum Interfusen. Discus, Bonelands. Da sind wir fast schon zu Hause. Können wir den da oben irgendwie festmachen. Einmal Tackle bitte für unseren Mushrocks. Dankeschön. Dann können wir uns um den Woken hier unten kümmern. Einen Bärhack bitte. Da haben wir 2 Gegner gepinnt. Katze auf dem Tisch, die sich an meinem Mikrofon reibt. So, wir haben 2 Slinger mit dazu bekommen. Der da steht noch eine Runde. Kann die beiden ja eigentlich voll verwunden. Die müsste der wohl haben. Ja, danke. 6 bis 8, 5 bis 7. Hat sich die Sache auch. Der kann gerade wenig tun für das, was hier noch zur Verfügung steht. Kann schießen, glaube ich. Ich habe nicht so eine komische Einhandarmbrust gekriegt. Die ist ja lächerlich. So, kriegen wir hier einen Splinterblast oben. 4-4 ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Dann einfach ein Diskus. Echt? Bogenschütze. Kommst du irgendwie an den Slinger dran? Sieht nicht so aus, aber hier an den. Die bleibt unsichtbar. Der Mushrocks muss da weiterhin so stehen bleiben. Der Slinger wird sich in Bewegung setzen, aber nicht so weit. Dann macht er sich auch unsichtbar, dann hat sich die Sache doch gleich.
So, Schützen auf den Mushrocks. Das länger können wir vielleicht mit Trundle erschießen. Ich überhaupt diese lächerliche kleine Wasserarm aus dir benutzt. Sehr effektiv allerdings. Oh, wir haben ja ein paar Schüsse drin, der Lady. Ich darf dann fertig machen. Level up? Fragezeichen. Oh, Paladin, da wäre ich dabei. Upgrade Endurance wäre ich auch mit dabei. Windwalk nicht unbedingt. Der Paladin ist natürlich sehr cool, wobei ich nicht weiß, wie viel das bringt mit den Steinarmen. Was hat er denn sonst noch so gelernt bis jetzt? Ach so, okay. Ich verstehe. Machen wir erstmal stabiler für die Kampagne, kann man nie wissen. So, Warding 08. Das ist mir egal. 5, 3. Oh, alles mit Trundle heute. Wir haben nicht wirklich Zeit, um hier was zu bauen, aber wir müssen ja. Tage, ja, kriegen wir hin. Keine Zeit für Items, Kampagne zu schwer. Weiter geht's. Die Punkte, mal gucken, was wir damit alles canceln können. Nix. Uff. Merc Mother mag ich nicht besonders. The Chosen ist mir relativ egal. Der tut nichts. Incursion, die kommt von hier mit Sicherheit und das wird dann eklig. After all this. Schönes Bild. Are you alright, Mel? You haven't said a word for hours. Don't worry, my well hasn't run dry. I'm just thinking. Want to share? Maybe we can help. I guess I have been pretty focused thinking about what I want to do when now trials are over and only the songs of our deeds need travel through the land. Der wird über 1000 Jahre alt, der denkt über Rente nach, über... Oh je. Okay, I have to know. What do you want to do? I don't know. I think I want to lock myself up in the library and never come out. I write a book based on our adventures and become a famous and wealthy author. How about you, darf ich? I'll sit by the fire with my beloved, never to be separated again. What about you, Redbath? An end to fighting, I think I'd get bored. Heads up, gang. We are almost on top of them. One day. Mel kann sich für immer in der Bibliothek einsperren, der ist schließlich unsterblich. Sind die beiden hier wirklich zusammen oder warum hat er gerade so rüber geguckt? Hallo? Ich sehe hier nichts. Müsste ich schon irgendwas wissen, nur weil die dich befreit hat. Seid ihr wenigstens das gleiche alt? Die ist 38 und er ist 35. Ja, das ist eigentlich okay. Das ist eigentlich okay. So, Krieger an die Tür. Bogenschützen unsichtbar. Nichts, was wir nicht schon kennen würden. Mage kann auch mit an die Tür. Das ist ein stabiler Hund. Und einmal aufmachen, bitte. Hallo. Voll hier, hm? Wer hat die denn auch so stabil gemacht? Huf. Dodge, natürlich. Was sonst? Einmal mit den Bären hinten angegriffen. So, wir haben auf einen Crit gehofft, ist das, was ich sagen wollte. Jetzt brauchen wir keinen mehr. Was machen wir gegen dich, kleines Row? Oh ja, haben wir hier, gell? Na, nur eine Blinding Flare. Shackle bringt mir auch nicht viel. Splinter Blast bringt mir gar nichts, weil die Viecher keine Rüstung haben. Da ist ein Diskus drin. Diskus! Oh. Linkes kleines Reh.
du hast dich gerade selbst umgebracht, Mr. Bockmoor. Ich hoffe, du weißt das. Was geht denn der Whirl? Nicht weit genug. Ja, geschenkt ist geschenkt. Haben wir jetzt mal irgendwas Spannendes? Ist immer noch nicht besser geworden, ne? Wir könnten den da shackeln, aber wofür? Erstmal bauen wir eine Feuerlinie auf. Gucken, was wir so anstellen können. Das ist ein CSV hier unten, der Kleine. 4 Punkte Damage. Schauen wir mal, ob ein Splinterblast nicht reicht. Okay, wenn er jetzt wieder abgeblockt hätte, dann hätte ich es langsam für unsinnig befunden. So, einmal zurückwerfen. Okay. Hier macht heute niemand das, was er soll. Ich habe gerade gesehen, dass es sinnvoller gewesen wäre, zuerst mit der Axt anzugreifen. Ich habe gedacht, der hätte auch den World. Tut mir leid. Aber 1, 2 Fehler kann man sich auch auf der Schwierigkeit hier erlauben. Ohne dass direkt alles vorbei ist. Eine Kettenrüstung. Puff. Puff, puff, puff. Ich glaube nicht, nein. Nicht Reconsider. Salvage. Wurfäxte. Nachdem wir bei der noch nicht wissen, was sie mal werden will, kriegt die erstmal die Wurfaxt. Well, I'd say that was a success all around. If only there'd been a couple more witnesses to record the deed. Hey Trundle, next time we should organize a viewing. Combat theater we call it. You start to wonder if it's worth it, all this fighting. Oh, you do? I guess somewhere in me a little voice is saying, this will never end. What if this constant battle and strife doesn't end? Okay, well, you know I'm not one to offer sage advice, not for free anyway. What I can say is, look out for your own, yeah? That's all that matters. Heck, that's all anyone else is doing. It's survival, real basic, so don't overthink it. Ihr wisst, dass da hinten eine Brücke ist. Bei Incursions, klar. Stärke 3, die können wir gleich abfangen direkt. Scheiß mal drauf. Müssen wir ja. 7er Bonus-Damage, das ist übrigens mal ein schönes Item. 1, 1, 7... gesagt, Redbreath muss uns hier durchziehen, aber die 2 sind ja auch dann schon raus nach der nächsten Runde, schätze ich. Vielleicht sogar beide wirklich gleichzeitig, das wäre ekelhaft. Gut, erstmal rüber scouten. Wir brauchen ja mal ein bisschen von uns weg sind, 12 Tage. Angst, wir kommen gleich hinterher. 8 Tage brauchen die dafür nur. Uff, es geht alles schnell hier. Wir machen trotzdem zuerst die Mühle. Weiß nicht, ob ich die Story hier kenne. Mein Wiles. Oh. Keep going, Astelotta. Keep. You're almost. Oof. Stay back. I know how to use this. How frightening. Take it easy, Malea. Hey, Davish. Are you okay? Yeah, sorry. You can put that weapon away. You first. Do you have to do this whole thing? Makes you look silly. I can't exactly disarm very easily, but to the point at hand, we are not here for you. We are out here chasing Deepists. Die hat jetzt, was, das zweite Mal schon irgendwelchen anderen Dialog gekriegt, weil die eine Bärenfrau ist. Ist lustig. Deepists? Ha! Well, you are a bit late. I just snuck out of the grasp of a dozen bull lovers. Practically, anyway.
That why you're running in such a blind panic? A blind panic? No, You had all do better talking over a meal. Come with us, you'll be safer. Me? But... Do you have beer? Whiskey? Oh ho! We are on the same side. That evening, the woman spills her story. Astelotta is her name, a treasure hunter. Was a miner who commissioned me to retrieve a necklace, a family heirloom I guess it is. Thing he left behind in a rush. It's not easy country, the mine's tucked in there pretty deep. It's where the trouble's kind of centered, we were told. The place was dug into by cultists a couple weeks back. And you are claiming you got in and got back out and didn't raise an alarm? How'd you manage that? Can't you guess? Well, let's see, I suppose, with what you've... It was the ventilation shaft. Okay, the vent, you what, tight-roped? Nein, das war ein Star Wars Witz. And I'm about the limberest woman my age you'll meet. Could we maybe try the same thing? Is it difficult to locate? Want me to draw you a map? Yeah, sure. Probably be good. Oh. Well, so if you think of what a mine looks like, it's right on top of that. I see. Sunrise. What's there? Here's our vent. It's good. Let's keep our voices down. They scramble down rock faces, quiet as they can. Mountain-smelling mist helps deaden the sound. That treasure woman, Astelotta. No one's worried she's aimed us in the direction of an ambush? What I think is, when you put your trust in someone, you give them a chance to deserve it. They assemble there, an eerie echoing hornblow dribbles from the mouth of the mine. How we want to do this part? The gaping maw part? Well, through the vent shaft, let's drop in and surprise them, thinking if we plug that vent, we can make them fight out here. Puh. Ich denke, das hier ist Unsichtbarkeit als Bonus, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich denke, wir machen den Deckel zu. Why would that? Maybe have to be quick, but I think it can work. Make it a decent seal, throw me a couple of your blankets. Mel and Trundle scale the rocks again and stuff blanket wards into the gap. Morning is hurrying along. By the time they've returned, the bones of a bonfire are stacked. It's a few paces inside, the tunnel curves upwards into blackness. Redbreast takes the job of setting down sparks, and soon... Whoosh! Waves of smoke wash within. Won't be waiting long. Mit Modifiers. So, wir haben erhöhten Flankenschaden und die Gegner haben HP verloren. Wir haben Hornschildren, Woken Fighters, Mushrocks und Chosen und wahrscheinlich ein paar Slinger oder so. Fire Spirit, wir brauchen die LP. Da ist das Feuer, das ist tatsächlich der Mineneingang und hier ist das Feuer. Die Arena passt tatsächlich zu der Story. Ist nicht zufällig generiert, sehr cool. Irgendwann hat so ein Mushrocks schwachsinnig viel HP, habe ich so das Gefühl. So, wenn du weitergehst, bleibst du stehen als Paladin oder hatten wir das nie? Nein, stimmt, wir hatten ja mehr Rüstung geskillt. Aber wir haben hier niemanden, der gerade irgendwie sinnvoll was machen kann. Wobei, die stehen alle in Reihe, wenn ich mit dem Feuer interfuse. Also durchwerfe, müsste da eigentlich recht viel Damage bei rumkommen. Das war nicht schlecht, wenn jetzt die Bogenschützen noch ein wenig helfen würden. Nicht. Ja, dann kommt mal raus, meine Kerle. Ja, sammelt euch hier schön für den Splinterblast. Ich kann das fast schon sehen. So, wie kriegen wir das denn hin? Was ist denn? Ein Kreuz hat er nicht. Das heißt, wir können die beiden kriegen. Auch die beiden. Da schicken wir unseren Freund hier mal rein. Der kann die alle ein bisschen mit seinem Arm rumboxen. Wo
ist denn unsere Malea? Die könnte eigentlich nach dem Fire Spirit suchen. Nicht sehen lassen, sonst bist du tot. So, letzte Hornschalt machen wir hier ein Guardian auf. Mit sowas in der Richtung hatte ich gerechnet. Nicht weiter schlimm. Ein einzelner Woken Slinger. Nicht schlimm, nicht schlimm. So, fangen wir das kleine Kätzchen. Wir hätten gern den Legacy Point, nur weil ich ihn brauche. Keine Zeit für teure Waffen. Schwierige Kampagne. Den Muschrocks. Okay, die kommt bis da. Dann können wir hier beidrehen. Und bis da kann man da beidrehen. Davich, kannst du dich um den kurzen hier kümmern? Danke. Der kann den nicht töten gleich. Dann gucken wir mal. Schauen wir erstmal, ob der Stun funktioniert. Schön. Dann brauchen wir uns ja erstmal keine Sorgen zu machen. Wir können ja anstellen, was immer wir wollen. Jetzt hätte ich ein bisschen Heroism gedrückt. Finger nehmen wir in eine knackige Zangenbewegung. Hat niemanden extra HP gekostet. Dann kümmern wir uns mal um die Incursion. Wenn wir denn noch drankommen. Speed definitiv auf Red West, die komplett keinen Meter vorwärts. Battle done and rainstorm threatening, they fought a stream towards the shelter of some cliffs. It's good to finish before the clouds break, yeah. In fact, they find a shallow cave where they can watch land be drenched and the nighttime drop. I'm sick of anything stewed. Why does it stink? Think I messed up? What did I do wrong? Doubt it lets up tomorrow, this weather. We left so many dead, they'll get waterlogged and won't be burnable. Maybe the mud covers them. Let's not let it weigh on us. Eat, we need to. Likely best to leave them, all strewn for the scavenging creatures, a rich and memorable meal. You know what, Malea? We don't need to dwell on this, do we? It's not a bad night, really. Dry, with danger past, soon to have the bellies full. But pounded under the rain stoops a hungry thing. One they do not know or expect. Please, my queen. Drenched heavy with water, each step a fraught and careful task. Take shelter. What was this body ever for but to set your table? The elements are harsh, Bracken, not harmful. I do not mind a storm. I remember you liking the breezeless arches of your halls, your home. Only shall I soar under the sun, I used to say, but that was what made me weak, was what destroyed me in the end. There's camplight in the cliffside. Do you see it, my queen? Am I blind, do you mean? Douse your light, I'll eat in the dark. But Queen Wulta, surely there would be a fresher meal than these fungus chewers. Someday I'll have strength again for such indulgences. Presently, I am hungry, so hungry, Bracken. Hungry enough to eat this whole world. Strange, like birds in a dark sky, one story may glide near another without colliding. What might have happened had they met Walter of Grey Mountain that night? What grim fate or glories might have foundered, unfulfilled? Unlock Legacy Campaign, The Sunswallower's Wake. Ja, ich hatte es mir dann gedacht zwischendrin. Aber okay, steht hier. Kann ich direkt als Werbung für den Channel so lassen. Tschub, 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 Screenshot und ab ins Community-Dingens. Vater Fungus! Wir sind noch eine Weile unterwegs. Wie lange brauchen wir denn bis darüber? 8 Tage. Bis dahin sind wir aber schon fertig damit. Gut, hauen wir drauf. Kann sein, dass ich die Incursion rausnehme. Das ist ja kein Story-Part und nichts. Das verlängert die Episode einfach nur um 20 Minuten. The Deepists have come.
Tramping feet and dull dragging calls announce them. How should the defenders respond? Almost too much visibility. So, wir haben 85% die Gegner zu belästigen unterwegs. So, wir haben doppelte Crit-Chance, den Gegnern fehlen 2 Punkte HP. Wir sehen uns dann, wenn ich die Jungs hier alle umgebracht habe. So, alles weit okay. David hat eine überraschende eine kassiert. So, ja. Wir müssen darüber und hoffen, dass es da eine Brücke gibt. Wenn nicht, müssen wir eine bauen. Das ist wie es ist. Dann müssen wir das Dorf halt neu aufbauen. Auf jeden Fall erstmal ein paar LP gesammelt. Damit sollten wir durchkommen bis nach da hinten. Irgendwie spiele ich heute schlecht. Ich habe immer noch Angst, dass die Kampagne hier nicht durchläuft. Habe ich bereits erwähnt. Wenn ihr das hier seht, wisst ihr, dass, was? Warum geht die denn in Rente? Ist das wegen diesem Ding? Uff, minus 35 wegen der Eco-Shocher. Ich sabotiere mich selbst, meine Kerle. Es wird auch immer hässlicher. Boop, boop, boop. Bitte eine Brücke, bitte eine Brücke. Bluebirds, and there they go. Folded clouds filter the harshness from the light. Hills swell and sink in soft hues, the day's damp coating them. What are our favorite songs we've heard recently, Trundle? Darvish? You know, it's sad to be my age, still hoping. What? You picture certain things for yourself, don't you? I always did. Der war irgendwie 30 Jahre in Stein. Slopes shrug them down, a little valley into a riverside. Sound of rushing water comes clearer, broadening. Nothing extraordinary you thought once. Love would happen, it would spring on you like a season that comes early, unexpected, but, we should drink together more. Heh, I don't know. The riverbank's a low-roaring, life-smelling place. I don't know. Anyway, you picture it'll come along one day, a laugh like that, but it doesn't. Maybe it did, and I missed my chance. People like you know. You just don't really seem to give them a serious look. Anyway, you'll find something. Always felt like you would. Softly now, speak softly. What? Huh? One glimpse and Davish pushes forward. A woman is kneeling by the river. When she notices him, she straightens, dropping some glinting article in the water. Her chin tilts. She is undoubtedly a Waterling, a mythical being who shares some strange bond with the wild river. Her flowing hair drips down her back. Davish, moving towards her as if pulled, catches her eye. Davish! Be careful here. She's not necessarily glad you're human. Hello? Who am I? Her glance is dark, curious, lingers over Davish's face. Then she glimmers a star-like grin. And dashes away, up the riverbank. Whatever gleaming object they abandoned in the river begins to drift the opposite direction. Wait, but So, follow her. She left something behind. I think I can get it. Leave her alone, let's get moving. 46% ist nicht viel, aber es ist vielleicht seine letzte Chance. Davish runs, chasing the wind where the woman went. The calling voices of his companion's fate. Scattered sprays of faraway song stings his face like rain. For a disorienting instant, he loses track of where he is. Then suddenly he's back
staring at Redbath and Trundle. Did I just... You ran that way, then I guess you circled back? That doesn't make sense. You can probably be done by the night, maybe even catch sight of her further on. They proceed up the bank, finishing their survey. The odorous river leaves a green mark on their memories. They find no further sign of the Waterling. The longing to see the river woman will stay rooted in Davish's heart. He'll be happy, nevertheless, for the one glimpse he got. Armer Kerl. Keine Brücke, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja blöd. Wenigstens kommen uns die Dudes entgegen. Gut. Bauen eine Brücke, was soll man sonst machen? Und ab nach drüben. So, nochmal Deepist Crusaders. Nehme ich auch raus, so wie eben. Bis gleich. Oh, das war ein Kampf. Kurzzeitig werden sie hinter uns. Das ist interessant. Das nicht. Der ist nicht schlecht auf doppelt. Das braucht kein Mensch. 7 Potency, Mr. Mage. Ja, die hoppeln und alle. Ich weiß, niemand kann sich hier bewegen. Nicht, dass meine Krieger überhaupt irgendwie schnell durch die Gegend könnten. Ach, ich weiß nicht, ob ich den Grammy rebuilden will. 14 Tage, ja, die haben wir wohl. Können wir vielleicht noch jemanden rekrutieren. Eigentlich nicht. So, reden wir erst mit den Leuten. Okay, wir kriegen anscheinend sowieso jemanden. Ich klicke hier kurz einen Moment durch. Bis gleich. Ja, die hier sieht doch ganz nett aus. Lass mal so. Die Nachnamen. Das T, da nehmen wir mal raus, wenn ich den Namen auch aussprechen kann. Wallenport, okay. Die wird, glaube ich, tatsächlich ein Krieger, wenn ich mich hier so umgucke. Wobei, wir brauchen wieder einen zweiten. Ich weiß es nicht so genau. That's the last family. Everyone says the same thing. Seems like I've been hurt by this, whatever it is. Household to household. Accounts abound of folks, young and old, abandoning their families to follow some splendid, elegant priest. But questions of any depth prove fruitless. It's either that they don't know where the people are going, or they are too frightened to say. Meh. You're the ones asking about the cultists, aren't you? Have we spoken to her yet? I'm Wallenport. I'm from here. You want to know why folks won't give you all the facts? I suppose you'll tell us? It's like with all people, I think. You plan on doing something about the trouble? That's why we're here. Alright, well. The thing with this town, there was always a lot of pride. Our kind of folk are strong, wise, caked in good earth and rich in laughter. That's the Aretteland I grew up in. I was a kid and knew it would last forever. Bonfires in autumn, spring dances, feasts at wintertide and midsummer. And anyway, meh. Times got tougher. About 6 or 7 years ago, animals started disappearing. Homesteads on the outskirts burned. People got sick for no reason and food died in the fields. Distrust, deceit. For 6 years. That's what I remember. So when this preaching woman comes through, she seems to have all the answers, knows every ailment and how to treat it. She's a savior. And folks, especially young folks, they want to follow her. And we are all too proud to say anything, do anything. We see what's happened, but we don't admit to ourselves that we've been taken for fools.
So how do we find them? That set things right. I've got a good idea where they went. Let me be the hound and I'll sniff them out. You'll have to teach me some tricks, of course, but I want to learn, grow. What do you think? No one's ever suffered for more help, have they? So, jetzt müssen wir kurz nachdenken. Also, wir haben eine Bogenschützin jetzt, Malea, die nach dem Kapitel hier fertig ist. Wir haben Trundle und Redbath, die wahrscheinlich beide zusammen nach dem nächsten Kapitel fertig sind. Mel ist egal, wir brauchen also keinen Mystiker. So, die Frage ist jetzt, noch ein Hunter? Ich hätte ja eigentlich lieber noch einen Krieger für die ganze Sache hier gerade. Es läuft ein bisschen aus dem Ruder und Krieger sind immer gut. Aber die hält dann höchstens bis Kapitel 4 aus. Wir kriegen irgendeine Quest für die. Kann ich kurz noch meine Jungs durchklicken? Gehen wir mal von 10 Jahren nach dem Kapitel hier aus. Das heißt, der spielt nächstes Kapitel noch mit. Er auch. Wenn einer von den Kriegern fix für 2 Kapitel noch weiter mitspielen würde. Macht mich wirklich nervös hier. Ich nehme noch einen Krieger mit. So. Alles Arsch. Aber wir haben die 2 LP nicht. So, wir wollen da hoch. Gut, das hatte ich mir fast so vorgestellt. Wir gehen den kompletten Weg, bauen die Map fertig. Und dann raus hier. Was denn? Ach so, jemand ist übrig. Ganz ruhig. Wir wollen den neuen Krieger, glaube ich, noch nicht. Wobei doch, wir schmeißen Malea raus. Dann was? Die hat gar nichts, oder? Die hat nichts, die hat nicht mal eine Waffe. Die kann nicht hier bleiben alleine. Die ist hier auf Ambushland. Dann soll die darüber gehen, scouten. Läuft alles ein bisschen aus dem Ruder hier, so wie ich gesagt habe. Alle fit? Ja, so ziemlich. The low road. The Trixel shouldn't be too much further ahead of us. I could have sworn they went this way. They did. Look behind these rocks. Some enormous holes, tunnels buried deep into the earth. Should we check them out? Ich bin bei Let's Not Be Too Hasty. 91% klingt besser als 60. Hurry, we know when they'll get back. They are going to never fall for this. We should attack. Sometimes the best route is the safest. It's not cowardly to use every advantage. You're right, let's get started. Working together, they fashion a trap for nearby saplings. Now we cover it with fallen leaves. I hear something. Everyone hide! They quickly duck behind the rocks, the sound of chittering growing ever louder. The insectoid creatures emerge from the earth, spindly legs carrying them into the sunlight, and then... Sprung! It worked! Yes, but it won't hold them for long. We have the advantage. Attack! So, die Gegner haben mal wieder 2 Punkte Schaden genommen. Das ist doch mal angenehm. Bis auf den Baden sind die alle ziemlicher Abfall. Das wird also wirklich... Also ich mache mir Sorgen um die Kampagne hier, meine Kerle. Ich mache mir Sorgen um diese Kampagne. Naja, aber hey. Vielleicht klappt's ja. Moskitos. So, die sind alle noch was? Stasis, okay. Das heißt, wir können hier machen, was immer wir wollen. Das ist gut. Dass ich Malea rausfliegt wegen dieser blöden Krankheit, wenn wir die einfach nur gegen Davish getauscht haben. Puff, 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 puff. Alles nicht unbedingt das, was ich wollte. Wenigstens haben wir noch Mel. Der wird immer stärker. Der bleibt da bis zum Schluss. Es sei denn, jemand stiehlt seinen alten Knochenkopf.
So, jetzt nicht so weit drin. Ich weiß nicht, wo der Rest von den Gegnern ist. Kann sein, dass hier noch jemand drin ist. Stellen Trundle mal hier rüber. Er bleibt hier mal recht zentral, damit er reagieren kann. Mach mal auf. Hey, hier ist der Rest der Party. Hallo. Johoho. Was haben wir denn hier zum Interfusen? Oh, nice. Nicht mehr so nice. Das ist wieder nice. Ich schmeiß den Heroism an. Hau den Baden noch um. Nach Möglichkeit. Damit nicht. Damit noch weniger. Ja. Die bleibt mal unsichtbar. Die macht sich mal unsichtbar. Handel hat die Rüstung. So, der macht mal die Tür frei. Da haben wir immer noch den heißen Regen drin. Ich brauche unbedingt mehr Damage. Ja, traurig hier. Ich meine, ja, natürlich, die Gegner sollen auf Walking Lunch nicht so zerplatzen, sondern ich sollte hier im Nachteil sein. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Weil die macht sehr wenig Damage. Cell Sleep wäre aber auch ziemlich geil. Aber die muss erstmal mehr Damage machen. So, was die bekommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Behält mal Upgraded Rogue. Braucht kein Mensch. That's that. You two okay? They have all fallen, never to rise again. We know. Who said that? I didn't hear anything. You okay, Redbird? I guess it was nothing? You sure took your time with that last one. I thought I was going to have to come rescue you. You know what you did? I was just testing your reflexes, making sure you're paying attention and all. I catch up. You okay, Redbird? What? Oh yeah, I'm good. I'll just be right back. We know what you did. You can't hide the truth forever. We know. We know the truth will be told. It's coming from this tree. We know the truth. You can't hide it. We know what you did. Okay, you know. What are you going to do about it? The ground around the tree's roots starts to rumble. From the moist earth, something gleaming emerges. Take it! Take it! What is it? It's a secret. You like secrets. Ich denke nicht. No one tells me what to do. See ya, Tree of Lame Threads. Sheesh, there you are. So good of you to join us. I thought I heard something, but it was just a harmless breeze. We can go now. Ich habe schon genug verfluchte Items in der Party. Try to keep up, will you? You can't hide it forever. Maybe, but not today. The truth will come out. Cannot cancel, ich weiß. Cannot cancel. So, nachdem da schon gearbeitet wird. Wir brauchen die Items. Meine Leute sind gerade richtig schlecht. Ist mir egal, ist mir egal. Ist mir eigentlich nicht egal, aber hey. Vater Fungus. Den hier brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, Schweinezentaure. Hoffentlich können wir vor der nächsten Incursion hier fertig sein, weil ich will nicht nochmal unbedingt... Alles dieser Schrott! Die nächste Incursion musste von hier oben kommen, die will dann entweder hier rüber oder da runter, das heißt, die sind länger unterwegs, als ich hier brauche. Ja, können die Leute dann nicht alle mal rüber gehen? Gambler, den hatten wir doch auch in der letzten Kampagne. A scar in the prairie widens into a misty vale, and Redbird finds herself exploring a marshy little woodland.
Dragonflies garble the air with their wings and worse. Likely mistake to split up, isn't it? But we lose time if I go back and find the others. You have indulgent eyes. Make a dangerous gambler. Huh? Startled me. Sorry, I'm Redbeth. Too much in your thoughts, huh? My name's Salon Dimple. Some there are that call me Lucky Salon or the Gold Shadow Man. Some just call me the Gambler. Lots of names for someone to carry around. They can be awfully heavy on a person, names like those. In any case, I should give a good greeting to you. Out of the way place to meet a traveler. Out of whose way? Apparently not ours. I'm on the home path myself, but here I can crown a moment like this. Salon produces a small box, banded in bright brass. Behold! He sets it on a stone. A chance meeting reminds us that chances are fleeting. Here's a little betting box. How about two strangers wager together in the wet marsh? The game is guessing what's inside, and your word is your wager. You'll pay what you say. I guess something won, a trinket. Er hat gute Chancen auf alles. Ja, nimm ein Item. A trinket, you say? Or some one article like my strap of power here. Open it then. Redbeth flicks the lid open and spies the small treasure nestled inside. Truly an extraordinary guess. I'll admit I'm a little stunned. Sure you want to part with it? You wagered and won, that's the rules. Also, it wasn't something I cherished. Won it in Aretteland of a mountain singer, betting whether someone in a tavern could recite a certain old poem. Hey, what's your name? Did you say it? Redbeth Silverclaw. What's the poem? I don't know, and no one else did either. Fare you well, Redbeth Silverclaw. May fortunes find us on a drinking bench someday. Wie viele von den Dingern kriege ich denn noch? Bald haben hier alle Leute so viel Accuracy, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass irgendjemand vorbeischlagen kann. Weiter geht's. Fräulein, wie wär's denn, wenn du hier einfach rumwuselst und Sachen für uns baust? 11,40, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt schafft. Anchors. Okay, I've got one. Favorite fruit? Apple? I knew we were going to say apple. Why did I know that? Okay, my turn. Favorite thing to fight? That's like asking my favorite rash. Least favorite then. Might be the Deepists. Is that because they're over the next hill? It's the idea that they used to be people. It makes you wonder what horrid thing you could become if your soul got twisted the wrong way when you were young. And here I am, making a career out of them. As old as I'm getting, sometimes I wonder if it's not too late to start over somewhere. I wouldn't though, realistically. It'd reek of abandonment. Well, we appreciate that. What about you? What keeps you here? I had a job to do. Und die Krätze, die Todeskrätze. It's not about convincing people that everything will be alright, it's about making everything alright. And once it's alright, you can go home. Das ist genau das, was die hier macht tatsächlich. Deshalb ist sie hier. When you put it like that, it sounds big. Sure, it is. I don't know if that helps or if it's too much pressure, but it helps me when even battle starts to feel like drudgery. So, Stoicism. 1 Punkt Rüstung. Alter, wird voll hier langsam. Vater Fungus, du hast dir einen schlechten Start ausgesucht. Stone Spirit? Das war sehr nett von dir, Stone Spirit. So, die brauchen nichts mehr. Die sind alle ausgerüstet. Wie wär's denn, wenn du dir mal einen Steinbogen abholst? Scheiß auf den Legacy Point. Wir brauchen mehr Damage. So, was macht der genau? Der pinnt alle Gegner. Blaschsieger klingt blöd. Banditfall auch. Alter. Bonefall. Bonefall ist ein fancy Name. Der macht ja 0 Damage auf alle, die hier rumlungern. Gut, eins nach dem anderen. Was heißt zum Interfusen hier? Eine Flare.
ein bisschen Platz hier. Schlagen von der Seite zu. Von wo aus ich dann einen Flankenangriff aufmachen kann. Und volle Möhre drauf. Machen wir die Rüstung runter. Geht hier auch was. Oder auch nicht. So, Vater Fungus. Lässt du dich betäuben von mir? Schön. Dann machen wir dem da ein bisschen Angst. Ist nochmal auf den Bub. Kriegen wir noch einen Crit von da. So zäh die Gegner auf Walking Lunch. So zäh. Jo, wir stunnen den Kerl hier als nächstes. Warum ist eine laufende Stun-Maschine? Malia kriegt das hin, weil der Typ da Damage genommen hat. Deshalb macht die extra Damage. Dann erschießen wir... Wie sieht's denn aus mit dir? Kannst den Typ jetzt endlich mal weghauen? Ja, nicht. Schön. Darf ich. Kommen wir an irgendwas dran, was sich zu interfusen lohnt? Richtig, ich kann ja einfach. Danke, Spiel. Danke. Ich vergesse jedes Mal, dass Mel eine Gefahr für alle ist, die bei ihm stehen. Liegt das am verfluchten Dolch, an seinem Todesgesicht. So, wer fehlt uns denn noch? Viel kann es nicht mehr sein. Die laufen ganz schön weit. Nix. Das war besser. Schicken wir mal unseren Krieger rein. Okay, wir haben noch einen Chosen da oben. Ah, mit der Steinfaust. Auf der Steinfaust also automatisch auf die Steinverzauberung drauf. Der ist was gepinnt. Es muss unbedingt irgendwann mal weiterlaufen. Die bräuchte tatsächlich diesen Kampfansprung. So, gibt es hier irgendwas, was ich mir packen könnte? Diskus Party. Der Chosen. Ganz gute Startposition gehabt. So. Müssen ja eigentlich jetzt so ziemlich schon die letzten sein. Das sind diese Bärenbeine, die machen die so schrecklich langsam, diese dicken Stomper. Dabei hat die das sogar das Fuchsschwänzchen hinten dran. Dass die ja fast wieder schneller macht, aber das ist schrecklich mit der Dame. Die ist so langsam unterwegs. Dafür, dass sie einer meiner ersten Helden auf Max Legacy war, habe ich da viele falsche Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel nicht mal Bärenangriff plus 1 kann die standardmäßig. Schrecklich. Ja, Mel braucht die Level Ups, der bleibt ja für immer. So, Backslam mag ich nicht, Engage mag ich auch nicht. Riposte ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir den vorne als Tank reinstellen. Bleiben wir erstmal hierbei. So, Physical Damage Buff per Interfused Object. Ignite ist cool. Witches, sonst brauchen wir nicht. Aber erstmal Vigor Flow fertig. Ich habe anscheinend auch ziemlich ignoriert, dass ich Mel anscheinend als Melee-Mage spielen wollte. Bonus Damage. Ja. Ja. Machen wir auf Derwish. Der bleibt ja einen Moment. Natürlich. 2 Karten. Die brauche ich unbedingt. So, die Incursion ist mir ziemlich egal. 67 Tage. Was haben wir denn hier für Find an Item? 24. Und darüber gehen und scouten. 40. Müsste relativ genau passen für die Calamity Guards.
08 Warding, jetzt kriegen wir langsam mal interessantere Items. So, rüber da. Machen wir das Kapitel hier fertig. Der Incursion interessiert mich nicht. Schön. Ja, die kann da stehen bleiben. Gut. Schauen wir mal, was passiert. Ist the final fight of the chapter. Ich weiß. Wir haben alle da, die wir haben. Ja, los. Encampment. They are like soldiers. Wonder why they are out here under the open sky. Looks like they are on the move. You think it's the folks from Frogbread? Yes, and we have little choice but to get in their way. Could be a grim encounter. Could have been me down there all those years ago. So. Okay, ganz normale Dudes hier bei uns. Das hat doch noch lange nicht alles. Find the Leader. Ja, der wird hier wohl dahinter stehen. Also wir behalten unsere Heroism-Sachen. Dass wir ohne hier durchkommen. Redbeth irgendwo so hin, dass sie hier durchswipen kann. Ja. Nice. Warum genau wollte Mel eigentlich nochmal ein Melee-Mage werden? Wir testen das jetzt gerade nochmal aus. So, wir nehmen hier Rocks. Rigger Flow. Das heißt, wenn ich jetzt dahin gehe und hier mit meinem Messer stechen will, mache ich dem 10 Punkte Damage. Mel, hallo. Vielleicht muss ich die Sache mit dir nochmal überdenken. Ach, tut mir leid, ich das ganze Kapitel vergessen habe, dass der eigentlich ein Billy Mage werden soll. Manchmal ist das so. Man spielt viele Kampagnen, man nimmt viele verschiedene Sachen auf. Ich kann mich nicht an jede Gruppe erinnern, mit der ich gerade unterwegs bin. Das ist ein D&D-Problem, ja fast schon. Also, falls irgendjemand zugeguckt hat, der letzte Woche das erste Kapitel gesehen hat und sich denkt, guckt euch den Idiot an, der weiß nicht mal, so viele Leute dabei hat. Tut mir leid. Speaker of the Depths. The priestess stands tall and stares, her silver eyes aglow. A small army clanks their weapons and moans and mutters. She's important, she's far down her path. You come and interfere with the will of the prophet, sun lovers. You murder his disciples, you debauch the soil, you turn your faces from what is stone. The priestess's voice is smooth, sonorous, deep, it vibrates in the bones of all who listen. Here and now, I forbid you from ever descending. You'll never know the warmth that lies below. She tosses a small flask upon the embers of her fire. It shatters among the coals. A flood of shadow jets up, drowning the sun. Acolytes, those who have been awakened to the deep truth, extinguish these starlit murderers. We take her down, it's over. In we go. Speaker of the Depths. Charismatic and clever, she stands upright and raises a songful voice. Her very presence seems to fortify her underlings. So, kill the speaker, Deepists will keep coming. Gut, schlagen uns erstmal hier vorne durch. Redbath. Haben wir hier einen schönen Swipe, irgendwas, womit ich arbeiten kann? Nein. Das ist jetzt gleich der Moment, wo wir alle mal auf Heroism drücken. So, Mel, du bist immer noch gebufft, schätze ich. Irgendwie nicht was Schöneres, irgendwas, womit ich arbeiten kann. Bonelands klingt nicht schlecht, Wildgrass klingt nicht schlecht. Aber das geht auch nur gegen einen Gegner. Wenn wir hier oben irgendwo eine schicke Bonelands hätten, mit der könnte ich arbeiten. Aber was soll man da machen? Aha. 40% nur. So, kommen mal alle raus hier.
Sehr schön. Armbrustzeit mit bisschen Glück. Kein Glück. Warte, du bleibst unsichtbar, wenn du den Slinger erschießt, nicht? Ja. Triffst den Kerl da potenziell? Ah, Jungs. Also bitteschön. Keine dunklen Versprechungen. Ihr müsst sterben. Aber bevor daneben 25 Mushrobs rauskommen, die mir hier Ärger machen. Oh ja, komm ruhig ein bisschen dichter. Mel? Wie wär's mit einem Diskus für die Dame? Diskus aussuchen. Ziel aussuchen. Okay. Diskus geht nicht auf die Dame. Splinterblast ist ein bisschen unnötig. Schmeißen wir mal seitlich hier rein. Lassen wir uns mal überraschen. Redbass muss da hoch. Die kann die vielleicht betäuben. So, dann schlagen wir uns hier unten mal durch. Archer dazu zu sagen haben. Bogenschützen, Feuer! Oh, es slingert ihr nur. Wir brauchen jemanden, der die Sache fertig macht. Oh. Mel, wie wär's denn, wenn du dein verfluchtes Messer mal in die Dame da rammst? Nur so ein bisschen. 20 Punkte. Naja, ging ja dann doch noch hier im zweiten Kapitel. Ich habe ein bisschen Angst, was ich übrig habe nach dem Kapitel hier. The speaker falls and her army stills. They make no cries. Then their voices low and groan like cattle and they scatter. Their thumping feet fade into the hills. Trundle douses the fire, but the shroud lingers overhead. She's dead. Was hoping we'd be able to get answers from her. Carnage and smoke reek around them. Too many wasted lives. Trying to be rid of their misery, they made the same bargain I made. Only no one was there to save them. They were as good as gone when they woke from their oath. Then we have to find the root of the problem, don't we? Sever it, or who will? We're all frustrated. And where does that get us? 10 years of peace follow. Gut, das war Kapitel 2. Schauen wir mal, wie es zu Kapitel 3 weitergeht. Wer hier schon aussteigt, danke fürs Zuschauen. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und der Rest kommt mit mir. Was passiert in den 10 Jahren? Wir verlieren total unnötige Sachen. Die Gegner sind schon viel zu stark. Wir sind gerade aus Kapitel 2 raus. Das werden 100 Karten. During the years of peace, Redbare's secrets gnawed away at her insides. Hey, guess what I just found out? What? The Parched Perch is going to have Brambleberry meat again this season. Isn't that great? Yeah, it's great. Redbare ist mittlerweile wieder Silverclaw geworden. The wood that came out of Lirla's lumberyard had a unique sheen, and if you looked at it in the right light, it seemed to glow from within. It was especially popular in wands and staves. Each day, Arotta swept the path and trimmed back the weeds. Mel questions whether this was the best use of her time. We draw our lines somewhere, chaos creeps up, we keep it at bay. Mel was visited once by a woman cloaked in ivy. The spirit lay out 3 futures for Mel to pick from. After much soul-searching, one was finally picked. Redbath went back to the place she grew up and was tempted by old acquaintances to remain there. But in the end, the past proved an unwise place to linger. Peace survived for a precious while, guarded by those who walked the hills and roads. But towns continued to tense and shrink, homes lost their families, and all manner of things were found abandoned. Where were the people going? There was an answer no one voiced. For all in those years it was like waiting below decks on a voyage to anywhere. Who can weigh the ballast of so many troubled hearts? They rode the sea of uncertain times the best they could.
That misty morning rose. Malea Arden didn't open her eyes. By night she was interred. The grief would last, but so would the fondness, gratitude, and love. Malea Arden is no longer with your company. She'll go into your legacy and may play a part in future stories. Malea Arden's daughter has reached adventuring age. Lobquin Bone has joined the Brethren of the Crow as a warrior. Toll. Jetzt haben wir zu viele Krieger. So, Paladin ist immer schon mal gut. Maybe she sensed those would be her last years with the company. Malea changed a little. She developed a fond silent smile, one that sprouted upon her face for seemingly no reason at all, stunning even her. At the same time, she began to pass on her knowledge and became the favorite mentor to many a shy younger woman. So, das ist keine shy younger woman. Trotzdem sinnvoll, die Punkte auf darf ich zu geben. Ist ja schließlich erstmal unser Bogenschütze. Ja, unser Bogenschütze. Das ist sogar ganz praktisch, weil die Deepists schießen ja recht viel. So, was haben wir hier? Ein Steinbein. Minus 0,8 Speed plus 1 Armor. Ja, ich will ihn ja komplett transformieren. Ein Arm wäre besser gewesen, aber hey, was soll man machen? So, das hier überspringe ich kurz. Ich komme dann gleich zurück und erkläre, was ich hier getrieben habe. Okay, Arotta ist leider ein bisschen schlecht weggekommen. Die hat nichts gekriegt. Bleibt wohl auch leider erstmal so. Dervish hat einfach nur eine neue Rüstung gekriegt, leider auch nur eine T1. Lokin hat volles Equipment gekriegt, eine dicke Plattenrüstung und ein Tier 2 Blattspeer. Die ist frische 19 Jahre alt und ein Paladin. Ich hoffe, die bleibt bei uns bis Kapitel 5. Ich könnte es mir vorstellen. Mel hat alles, was er braucht. Redbeth hat ihre große Rüstung gekriegt. Und Trundle hat eine T2 Wasseraxt bekommen. Ich hatte kurz über den Speer nachgedacht, habe es dann doch gelassen. Gut. Hier, das ist doch mehr oder weniger umsonst. Wir können der schon irgendeine Waffe geben. Was hätte die Dame denn gern? Wir können nicht an jeden Speere verteilen. Wie wäre es dann einfach mit dem Zweihandhammer? Ich weiß nicht, wann und wie die mitspielen wird oder ob überhaupt. Aber wenigstens eine Waffe kann sie haben. Gut, schauen wir weiter. The night went normally for Mel, who snuffed his candle at 9. Das ist jemand, der unsterblich ist, um 9 ins Bett geht. Found his bed and tricked himself to sleep. Well, Duckhead, wake up, you in there? The morning wasn't quite as routine. Getting too old for this. Alter, diese Witze mit dem Alter machen mich fertig von dem Typ. They came from all over, Redbeth making a stand by the well. I wonder what the significance is. They stay this town. Are we the targets? The shadows deepen. All monster groups will draw an extra monster card in every battle. Gut, das war's jetzt wirklich für Kapitel 2, Monarchs Under the Mountain. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Und vielleicht bis Kapitel 3, wenn ich die Kampagne fertig gespielt habe, ohne zu sterben, weil das hier Walking Lunch inscribed in Stone ist und ich nicht laden kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.